Schön, dass ich die Anmoderation mache, aber total gestummt und gemutet bin. Also in dem Sinne nochmal Hallo zusammen, willkommen beim heutigen Stream. Wir spielen Genshin Impact, diesmal hoffentlich mit nicht gemutetem Mikrofon. Was habe ich eigentlich noch mal alles gesagt? Toll, wenn man total im Flow ist, anfängt zu reden und dann guckt man so auf den Kontrollbildschirm. Warum bewegen sich eigentlich meine Lippen nicht? Ich gucke runter aufs Mikrofon. Das rote Mute-Lämpchen leuchtet. Ja. Naja, gut. In dem Sinne, Hallöchen Mine, Hallöchen Catelyn, Hallöchen Princess, Hallöchen Sally, Hallöchen Svenja, Hallöchen, wen haben wir noch alles? Grüße zusammen. Habe ich jemanden vergessen? Ne? Naida schaukelt hier armlos wieder herum, wie immer. Du hast eine Lösung für deinen Download gefunden. Du löscht ihn einfach. Das sind immer die pragmatischsten Lösungen. Wenn etwas nicht funktioniert, man lässt es einfach. Hallöchen, Basti. Also, sollen wir die Main Quest machen? Ne? Sollen wir ins Gefängnis in Marion? Das ist auf jeden Fall da unten los. Flut zorniger Wellen. Ich bin auf jeden Fall. Sollen wir überhaupt? Ich weiß nicht. Wer von euch hat es schon gespielt? Wer hat es von euch vor, es noch zu spielen? Weil ich freue mich wie ein Flummi darauf, das jetzt weiter zu spielen. Da ist eine Katze. Da leuchtet was. Du hast den... Mina, du hättest auch dann ein Kabel anschließen können, dann geht's noch schneller. Hust, hust. Du bist durch damit. Und wie war's, wenn ihr nicht spoilern? Einfach nur eine, was geil, was nicht so geil war. Episch, bombastisch, kaboom. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Perfekt. Also ich bin auch nur an LAN-Kabel, gerade als Streamer. Oh, das ist so knuffig. Hui. Die ist gut. Na dann. Wollen wir dann loslegen? Habt ihr Bock darauf? Sollen wir die Welt retten? Wieder mal. Naja, ich würde mal sagen, jemand von bei dir im Haus beansprucht bereits deine Internetverbindung sehr gut. Irgendwas Großes wird runtergeladen. Deswegen ist es so langsam bei dir. Ich meine ja nur. Mir geht's ganz gut. Und selbst, Basti? Dann hat sich vielleicht irgendjemand Böses in euer WLAN eingehackt. Dann müsstest du dich eigentlich mal in euren Router oder Splitter einloggen und gucken, was für Geräte gerade pervers viel ziehen. Das ist erst, was ich mache, wenn ich quasi endlich mal, wenn es mich sehr stutzig macht, dass mein Internet sehr langsam ist. Hallöchen, Sophie. Und Eddie Jafar, danke für den Follow. Also, sollen wir loslegen? Irgendwie müssen wir da unten hin. Und dann geht's mit der Main Story weiter. Und irgendwann nächste Woche können wir ja dann mal ziehen und schauen, ob wir Furina bekommen. Ein paar Puls habe ich ja. Mir fehlen ja wie viel... Na egal. Du lernst für Grad Mathe. Skandalös. Muss ich noch die auswählen, die Quest-Aufträge? Kann man mich eigentlich soweit gut hören? Kann man das Spiel gut hören? Furina, schließe bitte zunächst den vorgehenden Auftrag ab. Ah. Hier. Noel. Perfekt. Jetzt fehlt mir nur noch eins. Nur noch Diona fehlt mir. Noch so viele Sachen, die ich machen muss. Oh Mann. Arkon-Auftrag. Ziel verfolgen, ja. Something on your mind again? Wie gehe ich da hoch? Let's work through it together. Two heads are better than one. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es laufen wird. 06 TCM, danke für den Follow.
Willkommen unter den Drachen. Das, hallo? Runter. Ich bin AR57 mit dem Account. Ich glaube, das ist auch, mein höchster Account. Sehr besorgnisbedrohlich. Und guck mal, die Dinger laufen hier im Kreis. Aufwärts. Seid ihr alle bereit für das Story? Naja, Finale wird es nicht sein. Ich glaube, es wird noch ein Update mit der Story geben. Zum Furina-Update. Furina. Ach, ich habe sehr viele. Meine 5 Stars hier sind einmal Jean, Diluc, Mona, Keqing, Xiao, Bogon Raiden, Kamisato, Aether, Yaimiko, Yellen, Nahida, ganz klar, Wanderer und Nubilet. Aber auf meinem Hauptaccount habe ich noch Stracciatella, Ganyu, Zhongli, Euler, Kasua, Yoimir. Das war alles. Nee, warte, die Ballerina habe ich auch noch, Nilu. Aber den habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt, den Hauptaccount. Hier, der cuteste Archon von allen, Nahida. Mit dem Vögelchen. Habe ich ein Ace. Oh, seid ihr bereit? Du bist? Excuse me, wo muss ich überhaupt hin? Wie muss ich hin? Was ist denn das für ein... Ich dachte, wir müssten jetzt zu dem Vorsteher ins Büro. Alle 4 Stars? Nice. Warte, welche 4 Stars fehlen uns denn noch? Ich glaube, wir haben auch alle, oder? Charlotte fehlt uns noch. Und höchstwahrscheinlich kriegen wir Furina. Oder wir verlieren den 50-50. Aber den ziehen wir dann nächste Woche. Wie, du bist nicht bereit? Dann schnall dich lieber an, denn es geht jetzt gleich los. Nahida geht mit nackten Barfüßen über den rostigen Boden. Rimru ist wieder da. Willkommen zurück. Irgendein Mädchen. Hallöchen, irgendein Mädchen. Sehr nice Name. Willkommen im Stream. Aber wie gesagt, meine Abenteuerstufe ist 57. Dann hol dir Popcorn, weil jetzt geht's gleich los. Da hinten. Kehre in den Wohntrakt zurück. Sieht aber auch geil aus. Oh. Das ist eine spiegelnde Nahida. Lol. Nee, habe ich nicht. Also, seid ihr alle bereit? Können wir loslegen? Gibt es noch Fragen? Wie gesagt, während der... Wartet. Ich gebe den Kollegen am besten keine Chance, mich zu nerven. Deswegen, Mehrspielermodus wurde ausgeschaltet. Und nein, während der Story-Quest machen wir keinen Mehrspielermodus an. Für die, die bereits sagen, darf ich mitmachen? Aber natürlich darfst du doch mitmachen. Klar, noch Fragen? Dann danke fürs Nicht-Spoilern. Ich habe Nintendo Switch-Spiele, einmal Zelda Tears of the Kingdom und einmal Mario Kart. Na dann, los geht's.
sec. Isn't something important supposed to happen today? Keine Ahnung. Werden wir entlasten? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Mirapede! Come on, we've got to go complete the release procedures now! Sagte ich doch. Kann man mich soweit gut hören? Kann man das Spiel soweit gut hören? Maskerade der Frevler. Kann man das gut hören? Fühl dich motiviert. Ich pull vermutlich irgendwann mal nächste Woche. Naja, sie kam erst gestern raus. Ich starte immer so gegen 20 Uhr die Streams. Warum nicht? Was ich noch machen könnte, ist mal einen Post raushauen auf Discord, dass ich jetzt live bin. Das könnte ich noch machen. Wir sind ja jetzt live. Aber wie gesagt, wie gefragt, kann man das Spiel soweit hören? Kann man mich hören? Ist irgendwas zu laut, zu leise? You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Ankündigung. Everyone, der Stream läuft. Und zwar überall auf YouTube, Twitch und TikTok. Nee, wieso sollte... Nein, ich finde Pizza mit Ananas geil. Frage an den Chat. Findet ihr Pizza mit Ananas geil oder nicht geil? Na dann, beide bei... Meine Chars. Naja, wir sind eigentlich mitten in der Mission. Hier. Raiden, Aether. Ist ja uninteressant. Hier den Wanderer. Jean. Mona, die mir schon einige 5-Stars versaut hat. Die Luke. Xiao. Ayaka. Miko. Yellen, die ich nicht gebildet hat. Keqing, die mir schon ein paar Chars versaut hat. Novilette. Sonst habe ich keine 5-Stars mehr, oder? Ich glaube nicht. Wie lange ich hier scrollen muss. Ah, nice C4. Ja, wer findet einen Ananas nicht geil? Ist jetzt runter, oder... Wir dürfen uns jetzt austragen. Wir sind frei. Frei. Wie ist eklig. Igitt. Please, sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Mirapede via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Ja? Das ist nicht gut. What's happening? Alles in Ordnung? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Barbara C6. Nice. Let's go ask the Duke. Auf zum Duke. Gut. Irgendwas passiert und die Gefängnisinsassen erstmal zum Direktor. Vielleicht können wir ihr helfen. Deine Insecurities? Was für Insecurities hast du dann? Büro betreten. Aber wie gesagt, Sound ist soweit in Ordnung, oder? Oder ist zu leise? Oder zu laut? Your Grace, Herzog? Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Ja, zum Beispiel das Beben, was gerade war, das lässt dich ja scheinbar alles total kalt. Yeah, what was with that earthquake just now? Genau, Beben. Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Okay. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Was ist denn dann ein BMI, Sarah?
Ein bisschen dick gibt's nicht. Eine richtige Frau hat Kurven. Also Kurven, Plural, nicht eine Kurve. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? Wie gesagt, danke, Diamant. I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Eigentlich ist heute der Tag, an dem wir uns von dem Fort verabschieden. Aha, yes. Have you completed your release papers? Der BMI macht eine... Okay. Naja, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, von dem her... Let's go. Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's Viele- actually been pretty nice. Ich will auch in so ein Gefängnis, wo es nice ist. Viele Menschen haben uns geholfen. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. Oh. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. Wie leicht kommen wir eigentlich wieder rein? Also auch ohne Schwerverbrechen zu Bett You're gehen. not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. Paimon und höflich gibt's nicht. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Nein, das ist nicht nötig. Es ist ja nicht so, dass wir nie wiederkommen werden. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The Na- chefs sure do know how to make good grub. Klar, das ist das, an was Paimon denkt. Erstmal was I futtern. hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Oh, das hat die letzten Jahre auch nicht geklappt. Well, it seems our work in the Fortress of Meripede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Nervlev was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. Was ist los, Sophie? You're going to see Monsieur Nervlet? Please pass on our kind regards. Hallöchen, Erik. I'm sure just your regards will do, no? Ja, aber wie viel Übergewicht? Bist du nur 1 drüber? Bist du 2 drüber? 10 drüber? 300? Hast du deine eigene Gravitation? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Wie zeigt es dir nicht an? Kann ich noch mit denen sprechen? If you're concerned about things at the Palais, why don't you take some time to go up and check things out? I believe you should still have some vacation time to spend. Thank you for being so understanding. It means a lot. It's been some time since I've gone to the surface. I must say that I've started to miss it a little. Dann nimm ein anderes Programm dafür, das einen das anzeigt. Aber es wird ja auch angezeigt, leichtes Übergewicht, Übergewicht, Fettleibigkeit 1, Fettleibigkeit 2, also Aditopas. $10 Kilo abnehmen. Ja, 10 Kilo abnehmen ist jetzt nicht so übergewichtig. Wo muss ich hin? Theoretisch geradeaus, oder? Oder ich beame mich einfach. Adipositas. Statue. Ja, 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Oh, geht los. Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Ah, die Stimme hier. I.
Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. Yay, wir sind VIPs. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? Sarah, so schlimm ist es nicht. I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Los, Mathis. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. Ja, aber selbst wenn du 77 Kilo wiegst, so schlimm ist es auch nicht. Wie groß bist du denn? Beziehungsweise wie klein? Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. Sagst du, siehst mich nicht. Was? In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. Okidoki. That's all right. We just ate. Ja, wie sollte man ihn sonst aussprechen? Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. Aber bist du größer oder kleiner geworden? All right. That should wrap things up for now. Ach so. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Pardon? Dann Dank für den Vorlauf, Mathis. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right. And we came here to see you right away. Und wie viel größer? A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Das ist schlecht. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Er stammt nicht aus Fontaine, deshalb wird er sich nicht auflösen. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Es gibt noch etwas anderes, das wir dich fragen möchten. Yes? What is it? Was war das für ein Beben, das wir vorhin gespürt haben? Oh, right. Paimon felt it too. Warte mal, wie hast du es gespürt? Du fliegst, du berührst den Boden nicht. We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. Ja. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no. What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. Nicht nochmal weinen, das hört sich ja nicht gut an. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. Ja, das Hauptquartier der Spina di Rosula liegt dort. I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. Ach, ist doch eine anständige Größe für eine Frau. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. Das klingt nach einem Plan. There's no time to lose. Let's get going. Please be careful. Sarah, das ist absolut normal. Im Laufe des Tages, in der Laufe des Nachts, wenn du auf dem Rücken oder im Bett liegst, dann entspannen sich deine ganzen Wirbel und auch diese Polster zwischen den Wirbeln. Entspannen sich und im Laufe des Tages werden sie halt immer wieder komprimiert, sodass du am Ende des Tages kleiner bist, als wenn du dich morgen früh nach dem Aufstehen misst,
dürftest du ein paar Zentimeter größer sein. Noch The two of Fragen? you have my thanks. If you need any help, just let me know. Ja, ich habe nur Villette. Na gut, wo müssen wir hin? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ich weiß nur, dass du verschiedene Größen hast und im Laufe des Tages kleiner wirst. Und auch im Laufe deines Lebens wirst du wieder kleiner, weil wegen Verschleiß und so. Du verstehst? Ne, Furina habe ich noch nicht. Oh no. What happened here? Oh oh. Alle Gebäude scheinen nun in einem ziemlich schlechten Zustand zu sein. Auf der Straße scheint auch niemand zu sein. Wurden sie alle aufgelöst? Nein, gehen wir noch nicht vom Schlimmsten aus. Ja, damit bist du ausgewachsen. Ab hier wirst du nur noch kleiner, Sarah. Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... Jaima means we need to check on her. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh, da oben. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da ist jemand auf dem Dach. Wenn er auf dem Dach ist, bedeutet es, dass alle unterhalb des Daches... Nicht gut. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. Oh. What will I ever do now? Männliches Opfer der Katastrophe. There's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right, just hurry. Ist noch jemand? I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree! Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Oh, Backe. Wieso? Was ist los, Sarah? Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Du bist nicht geschrumpft. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then.
Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. Mann. You'll be in charge. Ja gut, die Höhle ist eine Todesfalle. I'm sorry. Where were we? Die Höhle ist eine Todesfalle, das war mir von Anfang an klar. Vor allem in einer Nation, die gerade versinkt. Welche unverantwortlichen Personen wohnen hier? Das ist eine Mausefalle. The situation in Poisson? Oder ich in Confusion? Right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. For the water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. Oh, Backe. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Wir sind hier, um zu helfen. Sag uns, was wir tun können. Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Daran, dann machst du den falschen Sport. Moment, uns fehlen doch ein paar Leute, oder? Don't say that, Navia. That's what friends are for. Übrigens, wo sind Meleus und Silva? Oh. Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. Oh je. And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Oh je. Navia ist ständig in Bewegung, reden mit vielen Menschen und organisiert unterschiedliche Angelegenheiten. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Ich verstehe. Thank you. Oh je. Die zwei sind also... Das Ding ist aber auch eine Todesfalle. Wohnt denn freiwillig in so einer Todesfalle? Mann.
Ja, nee, ist klar. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Böse Sache. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Du musst es nicht mehr zurückhalten. Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Navia, mein herzliches Beileid. Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? Ah, how could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it'll save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, Demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. Ah, herrlich, jetzt habe ich auch wieder feuchte Augen. I'd always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help.
Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Ja, wir sind für dich da. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Niemand hätte Opfer bringen müssen, ne? Im Moment bin ich leicht traurig. Story. Hier. Right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. Hilfe. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. Oh je, Vater. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. Jetzt. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Okay, danke, dass du dabei warst, Princess. Gute Nacht. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. Ja, und wir haben die letzten Male mitgekriegt, wenn ihr Scheiße baut. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Den Fatui helfen, das ist immer ein zweiseitiges Schwert. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver.
I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate, then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. Na dann, Sarah, leg los. By the way, Traveler, Paimon, one more thing. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Okay. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. Ja. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Die Zeit für eine Zusammenarbeit ist also gekommen. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck. And at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. Gut, ihr rettet die Leute, wir gucken uns die Ruinen an. Kapiert. So, that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. Bist du sicher, dass das in Ordnung ist? Vertraust du einem Außenstehenden wie mir? The House of the Hearth's members see each other as family. But Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Die Frage ist das Haus der Hearts einfach nur die Abteilung des Fatuis unseres Alachinos oder ist damit die gesamte Fatui-Organisation gemeint? Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. 1,3K? The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction.
to keep my mind off Malus and Silver. Er ist stark. Hat sich aber, sie braucht jetzt Gesellschaft. Wir können diese Gesellschaft sein, wenn sie mit uns in die Ruinen erkundet. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? Wir werden die Ruinen gemeinsam erkunden. All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. Na dann. Oh, Backe. Und da war sie weg. So, ist Roblox. Mir geht's ganz gut, auch wenn ich ein bisschen traurig bin. Wir hatten hier gerade so was Ähnliches wie eine kleine Katastrophe im Spiel. Ja. Naja, was? Geht schon vorbei. Geht schon voran. Wo ist der Stream Manager? Ja. Ja, du merkst es an der Musik, ist ein bisschen gedrückt, die Situation. Hausflippers. Mal schauen, wann ich das spiele. Ist halt immer so eine, ist so ein Spiel, was ich hin und wieder mal spiele. Zur Entspannung. Gefällt es denn euch so sehr, wenn ich Hausflipper spiele? Na dann. Hast du dir verdient. Geh zum Bett. Mit Zwiebeln. Und hallo, Shingi. Ja, hast du. Na gut, ab in die Ruinen. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. Judex harten nach jeden Fall auch. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful. Bei Hausflippers renovierst du Häuser. Du musst neue Wände aufbauen oder abreißen, tust die Wände streichen, die Böden verlegen und auch neue Einrichtungen reinhauen. Hausflipper ist einfach nur ein Renovierungsspiel. What do you want from me? Ist ein recht entspannendes Spiel. Squall and Fury.
Dass die mich einfach nicht da hochlassen. The wind rises. Das Spiel lässt mich einfach nicht hoch. Lol. Sonst gibt es hier auch nichts. Interessant wäre. Swollen Fury. Da ist eine unsichtbare Barrikade. Ich komme hier nicht weiter. Habe ich einen Kasua? Finde ich geht im Stream so, es gibt Besseres. So wie es von dir kenne, ist das eher was Ruhiges. Mehr mit Chat interagieren und so. Genau. I see everything. Überraschung. Shine down! How amusing. There is no escape! I'll protect us. Oder Kundala? Mein Lieblingselement. Mein Lieblingselement. Du kannst Fragen stellen. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Mein Lieblingselement. Schwere Frage. Alle haben ihre Vor- und Nachteile, die Elemente. Go, Barbara, go! Da wäre es einfacher zu sagen, fragen, was mein Lieblingscharakter ist. Ist ja auch eine Frage, was man für ein eigenes Element hätte und was man gerne haben würde und was einem Element man bekommen würde, The floor here isn't safe. wenn man eins bekommen würde. Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Everyone hold hands. Illusion shattered! Wenn du mich fragst, was für ein Element ich gerne hätte, was für ein Element würdet ihr denn nehmen? Ich würde mal sagen, das praktischste Element ist Wasser. Generell kann es auch zum Heilen benutzt werden. Feuer würde auf Platz 2 kommen. Feuer, Wasserfeuer, Luft. Eis wäre auch interessant. Elektro? Nee, Elektro wäre unpraktisch in unserer Welt. Ich glaube, ich würde mit Wasser gehen. Wasser, ja, Wasser. Die Frage ist halt, was für eine E ich dafür bekomme und Q. Mit der E, welche ich habe, würde ja alles stehen und fallen. Sonst gibt es hier ja nichts mehr. Animo? Das sagst du nur, weil ich gerade so cool herumfliege. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Na, wer sollte sich von diesem Ort fernhalten? Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. Doch, in dem Gelände hier nachzuurteilen, gibt es vielleicht keinen Weg zurück.
complicates things. Maybe the only way left is forward. Oh, Bache, sie ist am Arsch. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. Wir haben wohl keine andere Wahl. All right. Come with us for now then, but please be careful. Irgendwas sagt mir, ich sollte mir einen Eischarakter holen. Im Notfall. Hätte ich jetzt eine Gunju, könnte ich immer, wenn die in Gefahr ist, ins Wasser zu fallen, das Wasser einfliegen. Let's try climbing over from the side. Sehr bedrohlich. Wer muss denn schon klettern, wenn man fliegen kann? Ich muss immer geknuddelt werden. Eingraben. Dann danke für die 1,5k Likes. Hallöchen. Moment mal, es sieht aus wie der Turm, den wir oben haben, oder? Warte, sind wir direkt unter dem... Na, man sieht's nicht. Auch interessant. Auch so spiegelverkehrt. Ist das wieder so eine Kanria-Ruine? Ja, sieht von der Architektur anders aus. Oder? Wo gibt es hier ein Tor der Wiedergeburt? Wait, there's something wrong with this bridge. Ich fliege doch. Greif zu! Greif zu! Oh. Ein Mikro ist wieder Party? Nicht gut. Demoiselle. Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Maloose. Oh, was I... What? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. Das ist eine Erinnerung? I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Maloose. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. Oh nein. Giovanni. How have you been? Das sind die Menschen, die
es nicht geschafft haben. I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Die Menschen, die es nicht geschafft haben. Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Balloose, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Oh, Backe. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. Weil auf der I Liste must have steht. heard it when I was discussing things with your husband previously. Ja, der Drachenerlegene TikTok ist quasi ein Klassiker bei mir. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where... We must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Ein paar 5-Stars habe ich. Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. Melissa, die nächste auf der Liste. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Uh-oh. Look, it's Navia. She's here. So nass. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's yeah. finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? Das ist die Liste. And why do I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help,
you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rasula fought for the well-being of those in Poisson. Oh, wow, was für eine schlimme Sache, die sie angestellt hat. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. Ketchup und bei Pommes gerne mal abwechselnd. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Scheinbar hast du die Wahl, weiterzuleben oder nicht. Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! Das ist ein sehr diabolisches Kichern. Dieses Kichern ist sehr sass. I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Oh yeah. Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro! Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. Das ist gerade Navia, die leben will, gegen die, die gestorben sind. Und sie ziehen gerade ihre Seele mit. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. Wenn wie sie gar nichts kapiert. My head...
It hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia, she... Silence! Nouvillette? That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. Er ist der echte Nouvillette. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Ah, klasse, jetzt habe ich wieder feuchte Augen. Malus. Silver. Quickly, you must come now! Goodbye, demoiselle. Hey. Farewell. Ah, jetzt Taschentücher mitnehmen sollen. No, wait! Just a second! Navia? You're awake. Good. Wieso, was ist los, Sarah? I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. Es war kein Albtraum. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Silver und... Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Wenn Menschen also aufgelöst werden, werden sie zu Arkaniden? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me.
To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Aber zumindest sind sie nicht tot, die quasi vom Urmeer aufgelöst wurden. Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Nicht, dass sie auf dumme Gedanken kommt und wieder reinspringt. Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. Ach, übrigens, Citrin lässt dich grüßen. Ah, Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meropide. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. Du bist hier die Expertin, Paimon. Du triffst die Entscheidung. So, Neuvillette, you're probably quite the swimmer, huh? Was? Über die Quest. Ach, lass mich raten, so ein riesiges, du hast die Quest drauf und bist jetzt in einem riesigen Kinosaal und guckst gerade zu? Aber dann schaust du über quer, oder? Oder im Hochformat? Yes, of course. Er ist der Aqua-Dragon. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? Ich hoffe, dass Navida bald wieder auf den Beinen steht. Also, I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Also, scheinbar besteht ganz Fontaine aus Orkaniden. Orkaniden, die quasi Gestalt als Menschen angenommen haben und vergessen haben, dass sie Orkaniden sind. Was man sehr schön quasi in den anderen Geschichten erkennen kann. Scheinbar wiederholt sich dieser Zyklus öfters mal. Sprich, der Arkon entsteht, seine Orkaniden entwickeln sich und erreichen eine gewisse Reife, keine Ahnung. Und dann, wenn die Zeit zu Ende geht, steigt das Urwasser und verschlingt wieder alles. Deswegen hat auch eine der Orkaniden, die sich, wo ist das, in Quellingen, auffällt, erzählt, wie sie vor vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden geflohen ist, wegen einer großen Katastrophe. Wie gesagt, scheinbar ist das so eine Art Zyklus, dass das Urmeer immer wieder hochkommt und das Ganze wieder neu startet. Die Bewohner von Fontaine werden dann durch die Ursuppe, durch dieses Urmeer, das nach oben kommt, aufgelöst. Aber ihr Geist verschwindet nicht. Und als Nahida da in dieses Urmeer reingefallen ist,
war sie auch im Begriff, sich aufzulösen. Aber ihre 2 Freunde haben es verhindert, dass das Urmeer sie erreichen konnte. Und das war diese Halluzination, die sie hatte. Das ist auch das, was unser Novelett gerade gesagt hat, dass 2 Orkaniden sie beschützt haben und er sie dadurch halt aus dem Wasser rausziehen konnte. Klar soweit? Quit following me. Ja, ist halt die Ursuppe, das Urmeer. Squall Fury. Wretched vermin. There is no escape. Sieht auch sehr interessant aus. Sieht auch mal geil aus. Too slow. Super. Oh no, another unstable path. Watch your step. Jetzt reicht's doch mal. Lasst mich doch einmal darüber. Lass mich hoch. Ich will mich doch... Na herrlich. Wenn ich mir das so mit den Aquädukten ansehe. Halt hier noch was auseinander? I see everything. Watch out! There are rocks falling over here! Hier runter. Quit following me. Hör ich einen Genshin-Fan? Jetzt reicht's doch mal. Squall Fury. Seems we're almost at the top. Keep it up! Behold. Ich hab's nicht mal berührt. Ich hab das Ding nicht berührt. Wieso stürzt es ein? Das ist doch voll die Verarsche. Was ist das? Everyone hold hands! Make yourselves at home! Let the show begin. Illusion shattered. The wind rises. That's far enough. Rodoku? Arche Leafy Sprouts. Also es scheint es hier nichts zu geben.
auch mal faszinierend, was für riesige Höhlen es unterhalb von der Welt gibt. Saurons Auge. Excuse me, ich will hier raus. Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Was? Hast du diese riesige Höhle vor der Tür schon gesehen? Da scheint doch was an den Wänden zu sein. Stone slates? It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Say what? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? Celestia? And is that Lady Furina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Ja, sie scheinen der Prophezeiung zu entsprechen. Julian, danke für den Follow. Hallöchen, Milena. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Naja, die Sachen liegen doch noch hier. Wir müssen einfach nur ein bisschen puzzeln. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Ja, der Anfang wird bereits alles umändern. Wenn wir wissen würde, was er ist. Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. Ich verstehe, was du meinst. Das Seltsame liegt in der Reihenfolge des dritten und vierten Bildes, oder? That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. Auch das zweite Bild ziemlich verwirrend. Zu welcher Sünde bekennen sich die Menschen auf dem Bild? If we go by timing, Lady Furina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin.
Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Rasengan natürlich. Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Furina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Yeah, we better get somewhere safe for now. In Wirklichkeit spielt es nun keine Rolle mehr, wer diese Platten geschaffen hat. Entscheidend ist, ob die Prophezeiung wahr wird. So eine wichtige Prophezeiung und man sieht sie nur einmal. Skandalös. Na, erstmal meine Kiste. Wie viele kriege ich? Ramos? Nur 10? Skandalös. Na gut, hauen wir ab. Gute Nacht, Sarah. Danke, dass du dabei warst. Welchen Gamer? Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Gute Nacht. Just head back to the Fluvsandre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Furina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Gut, bis morgen. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. All right, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fluvsandre is always open to you as ever, so please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then. Aua. Böse. Navia und Noulette sind gegangen. Paimon und machten euch auf den Weg zum Spitzbox-Spieler Resultat der Flora de Centre. Irgendwie hat Spina de Rosella eine Schwäche für Basen, die irgendwie am Grund sind, wo sehr viel Wasser sich sehr schnell ansammeln kann. Das ist nicht gut. Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! No, the boss is the best. FN? Was ist FN? Fortnite? Du zockst jetzt Fortnite, Sie? Du hast es verdient, Paimon. Ooh, desserts! Nice! These are all Paimon's! Paimon's already starting to forget what happened today. Das kennen wir doch. Den Hut kennen wir doch. Madame kennen wir doch. Oh, that voice. Is that who I think it is? Welchen Mona? Huh? It's you two. What are you doing in Fontaine? Oh nein, sag mir nicht, dass Mona auch eine aus Fontaine ist. Haben dir die Sterne nicht gesagt, dass wir uns hier treffen würden? Seriously, nobody just uses a scryglass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I
have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. Mona, die Frage bleibt, bist du eine Fontainian? Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadter surname? Ja, aber warum? Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. So. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Rätsel des Tages. Was ist der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Stück Holz? Holz arbeitet. Aha. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait! I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Darf ich fragen, wie deine Meisterin heißt? Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists. Wow. Thrice as great? That's so petty. I know, right? I can see. That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, Gute Nacht, but Sophie. when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Wie wäre es mit dreimal so starker Reisender oder dreimal so gefräßige Paimon? Terrible! Ja, ich bin gerade mitten in der Story. Mann, immer beschweren sich alle. Schnief. But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dornman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. Ja, wir haben schon darin geschwommen, keine Sorge. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Ja, nochmal ein Hallo an alle, die sich noch nicht gegrüßt fühlten. Bist du wegen der Prophezeiung nach Fontaine gekommen, Mona? That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. Ey, ich sag doch immer Hallo. Und ouch. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. Der Mottkeller, was ist denn ein Mottkeller? A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar.
Ich muss die Validität dieser Prophezeiung überprüfen. Kannst du mich mit deiner Meisterin in Kontakt bringen? Huh? Are you sure? All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Okay. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know, you know the stars the best. Das stimmt. Indeed, indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. Was? Da war ein Jahresvorrat. Habt ihr alle Dino-Nuggets bereits gegessen? Hallo? And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Naja, das haben wir uns selbst eingebrockt. Sei nächstes Mal etwas leise, Paimon. If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. Huh. The things Paimon does for you. Schon gut, danke, Paimon. That's more like it. Nach eurem Gespräch beschließt ihr euch ordentlich auszuschlafen, um neue Energie zu tanken. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Ich hatte Hunger. Ja, nee, ist klar. Mal was kurz überprüfen. Weil ich überlege gerade, ob wir... Ich überlege gerade, ob wir jetzt noch weitermachen sollten oder das Spiel wechseln. Was sagt ihr? Wie viel ist noch zu machen? Oder hört es überraschend bei der Gerichtsverhandlung auf? Was meint ihr, wie viele Stunden geht die Story noch weiter? Die es schon gemacht haben? Bonk, bonk, bonk. Sicher noch 3 Tage. Ha, 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 ha. Bei der Hälfte. Sollen wir dann weitermachen oder den Rest dann morgen machen? Könnten wir noch ein bisschen Mario Kart oder sowas spielen. Aua, wieso werde ich jetzt gebongt? Morgen? Was sagen die anderen dazu? Wenn es dein Stream ist, kannst du ja mal zeichnen. Wie zeichnen? Im Stream zeichnen? Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? 1600. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal 700 Primos. Um das ganze Ding zu bekommen. Weil noch mal ein 10er-Pull, dann könnten wir sogar genug haben für so ein Ding hier. Naja, wir werden dann frühestens nächste Woche ziehen.
Frühestens. Was ist das hier eigentlich? Oh. Primus hat damit. Neue Codes gibt es ja noch nicht. Und ich glaube, die Codes für das Update habe ich ja mir bereits... Ja, das haben wir ja schon alles gemacht. Na dann, fühl dich geknüllt, sie. Gute Besserung. Was gibt es denn eigentlich noch für Sachen, die man machen könnte? Fontaines, Brunnen. Ja klar. Ich halte ein hohes Niveau. Okay, 4 fehlen mir noch, dann hätte ich die hier. Das dauert noch. Alternativ könnten wir uns auch mal schauen, was das Bäumchen hier macht. Ja, dann brauchst du halt einen neuen Rechner. Oder du schaust es über ein Smartphone wie die anderen. Ich finde es irgendwie witzig, dass laut dieser Statistik hier die meisten das über den Smartphone gucken. Wenn man einfach an der Decke herumblättert. Hier ist eine riesige Zwiebelknolle. Da fehlen mir auch noch ein paar. Das könnte ich auf jeden Fall machen. Generell habe ich ja noch jede Menge zu tun. Noch jede Menge. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen müde. Gut, wir könnten auch Phasmophobia wieder starten. Ich glaube, das ist sogar eine ganz gute Idee. Was sagt ihr? Hier fehlen mir auch noch ein paar. Dann kriegen wir so ein Buchdingsbums. Skandalös. Na gut, dann machen wir hier jetzt quasi Schluss für heute und spielen noch ein bisschen Phasmophobia, weil wir haben ja Mittwoch. Was haltet ihr von der Idee? Was haltet ihr von der Idee? Phasmophobia, Streamlabs. Wo bist du, Phasmo? Phasmophobia spielen. Was, dein Update ist immer noch nicht fertig, Mina? Eieieiei. Skandalös, sage ich dazu nur. Dann machen wir morgen die Story Quest weiter. Oh, wir haben hier immer noch Halloween. Da kann ich es hier mal rumwechseln auf Phasmophobia. Einzelspieler. Ja, kurz davor den Aufstieg zu machen.
Nein! Mina, wie kannst du nur? Skandalös. Hier könnte ich noch die neuen Kameras nehmen. Für 3. Ansonsten gibt Aufrüsten. Und geht genau wie davor, jedoch ist es viel stemmiger, so dass es die... Ah, okay. Geister können es weniger umstoßen, verstehe. Muss ich noch bei TikTok ändern, dass wir jetzt Phasmophobia spielen? Und theoretisch könnte ich noch mal einen Stream starten auf YouTube. Na egal, passt schon. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Oder können wir noch... Das ist das Neueste. Das lassen wir das Alte. Neueste. Den gibt's noch. Das braucht noch Level 85. Das haben wir bereits, das Stärkste. Das ist mir egal. Na dann. Nehmen wir ein bisschen Phasmophobia. Auf Albtraum. Let's go. Twitch Record. Ganz entspannt. Auf geht's. Wir könnten auch die Challenge machen. Was ist eigentlich die Challenge für heute? Na egal. Treffen. Gut vom Geist schießen, EMS-Messgerät und entkomme dem Geist während einer Jagd. Alles doch halb so schlimm. Nochmal ein sehr interessantes Ausrüstung. Meint ihr nicht auch? Kriegst du auch noch hin, Mina. Bin ich mir ganz sicher. Wie sehr willst du denn Furina haben? Ist die Frage. Oh. Wo hat er gehatscht? Oder war es über uns? Scheinbar hier? Der Geist scheint auf jeden Fall hier zu sein. Machen wir erstmal Strom aus. An. Das stimmt allerdings. Hier ist kein Strom, auch kein Knochen. Jetzt sehe ich keinen Knochen. So, Strom ist an. Kürbis. Da gucke ich mal, ob ich direkt hier den Knochen finde. Ein Knochen. Ein Knochen. Komische Geräusche hier sind. Ein bisschen unheimlich. Würde jemand sich hier rumgeistern? Oh. Und geht's euch gut? Immer 4 nur. Scheinbar haben wir eine U-Ray. Mann, ist das ein aktiver Geist. Auf jeden Fall keine Fingerabdrücke.
Keine Fingerabdrücke. Haben wir hier eigentlich ein Versteck? Will ich nicht. Auch sehr sass. Das war diese Tür hier. Ernsthaft, du hast den... Eine Doppeltür auf jeden Fall. Kriegst du noch hin? Nina, kriegst du noch hin? Drück dir die Daumen. Müssen wir erstmal wieder Strom anschließen. Einmal Strom. Das scheint wirklich ein uns folgender Geist zu sein. Könnte also eine Banshee sein. So wie die drauf ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass es kein Djinn ist. Da ist die Wirbelsäule. Oh, und ein Versteck hier. Nice. Ja, eine Banshee. Das ist eigentlich der Geisterraum? Ja, das war auch sehr clever. Okay, ich brauche erstmal das andere Zeug. Dafür haben wir heute viel geredet. Wenn wir das Gespräch von gestern Abend mitnehmen. Temperatur, was für die Sicherheit und Salz. Da brauche ich noch etwas. Box wäre eigentlich ganz gut. Lassen wir mal das Ganze hier und dann holen wir uns erstmal Räucherstäbchen, weil sicher ist sicher. Ich habe keinen Bock, bei diesem Geist hier drauf zu gehen. Räucherstäbchen. Im Grunde haben wir alles. Räucherstäbchen. Und jetzt kann ich noch Salz mitnehmen. Kriegen wir doch hin. Einmal hier und einmal hier. Keine Gefriertemperatur. Bing, bing. Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Wo bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Wo bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du da? Bist du lieb? Bist du böse? Wo bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Wo bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Wo bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Einmal so. Und ich brauche neue neue Sachen. Interessant, wie viele Beweise wir nicht haben. Euch in Praktiko. Danke für den Follow. Die Zeit geht. Phasmophobie. Wir handen Geister. Oder die handen eher uns.
Wow. Entkomme dem Geist während einer Jagd. Na gut. Nehmen wir mal das hier noch mit und das hier noch mit. Nochmal ein Räucherstäbchen. Wie gesagt, sicher ist sicher. Knochen verbrennen und einen salzen. Aha. Naja, wenn dann eher hier hin. Kriegen wir jetzt einen Hauch? Damit kein Boni. Ernsthaft, jetzt bereits will das Ding Hand, ne? Mir die Feuerzeug. Ja, kein bisschen beruhigend. Besorgniserregend. Wir haben Minusgrade. Wir haben Minusgrade, okay. Ben schießt schon mal raus. Onryo ist immer noch eine Option. Das heißt, wir sollten Feuer da reinbringen. Haben wir Dots? Ich sehe keine Dots. Aber nichts zu bedeuten hat. Oder seht ihr was? Unwahrscheinlich, dass Dots sind. Aber nicht unmöglich. Na gut. Nochmal das Ding hier. Banshee hat sich gerade erledigt. Wir haben aber definitiv kein Geisterbox und kein Ultraviolett. Das heißt, kein Poltergeist, Phantom und Mimik ist schon mal raus. EMF hätten wir auch mittlerweile bekommen müssen. Das heißt, kein Zwilling, Gespenst und Spirit. Orb ist noch unklar. Geisterbuch müssten wir gleich mal gucken. Revenant, Shade, Hantu, Onryo, Moroi. Dämon würde ich auch mittlerweile ausschließen. Na gut. Gehen wir erstmal rein und positionieren die Flamme. Aua, wieso wäre ich jetzt gebombt? Da waren Dots. Habe ich gerade Dots gesehen? Habe ich da gerade Dots gesehen? Dann haben wir eine Ure. Wow. Ich sag doch, die spielt sehr gerne mit unseren Dingern herum. Okay, weg. Danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Dann haben wir höchstwahrscheinlich eine Ure. Wow. So, einmal die Kamera hier. Gerade habe ich halt wirklich Dots gesehen. Kann man dann hier hinstellen. Will jemand hunten? Taktischer Rückzug.
Aber ich bin mir zu 90% sicher, dass ich Dots gesehen habe. Was sagt ihr? Die waren ja das letzte Mal da hinten. Also komm, Geist, zeig uns Dots. Los, das waren doch 100% Dots. Oder? Los, du Geist, zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Wieso ist dieser Geist eigentlich so anstrengend? Da. Habt ihr es gesehen? Ganz kurz. Wow. Na gut, definitiv eine Uray. Relativ einfach sogar. Komme während einer Jagd müssen wir noch machen, dann haben wir sogar alle Aufgaben. Je nachdem brauchen wir aber noch Interaktion. Okay, das heißt, wir könnten sogar einfach nur so den Knochen einsacken und abhauen. Easy going. Oder meint ihr nicht? Ach komm, wir können auch ein bisschen mit dem Geist im Kreis spielen. Hi. Öfters hier. Dann hängt die mir am Arsch. Also, wo ist dieser Geist? Natürlich könnte ich auf Nummer sicher gehen und mir erstmal einen Kurzfix mitnehmen, weil ich habe keinen Bock, dass sie mir unter dem Arsch anfängt zu handen. Und irgendwie hält sich diese Uray für eine Banshee. Diese Uray hält sich für eine Banshee. Sollten wir gucken, ob wir auch einen Banshee-Schrei kriegen? So, perfekt. Komika. Also, lieber Geist, komm und spiel mit mir. Ich will, dass du mich huntest. Wir müssen noch einmal entkommen. Straffen. Da ist es Sarah. Oh, da ist sie. Das ist aber ein ganz, ganz ungesunder Rücken, den du da hast, Sarah. Bin mal weg. Na dann. Ich glaube, das reicht. Im Moment habe ich die Lampe vergessen auszumachen. Uff, das war knapp. Die Stirnkamera kann sehr tödlich sein, wenn man vergisst, dass man sie hier noch anhat. Okay, wir haben den Knochen, wir haben alles gefunden, wir sind bereit soweit. Perfekt, hauen wir ab. Und wir haben eine Uray. Easy going. Easy going. Uray. There's some jobs ready for you. Wer hätte das gedacht? Na gut. Ey, Nachtsichtgerät. Aber nee, das Ding kaufe ich mir nicht. Das Ding ist anstrengend. Keine Ahnung, warum sich jemand das nehmen soll. Ich krieg da Augenschmerzen von dem Ding. Aber wir könnten mal wieder das Geisterkarussell uns angucken. Wunderschön, oder? Gruppenkuscheln.
wunderschön. Wie? Kennst du das gar nicht? Das Kuscheln? Skandalös. Willkommen zurück, Sie. Was, Fledermäuse? Die fliegen? Na gut. Lasst mich mal schauen. Na gut. Sollen wir dann den Stream für heute beenden? Oder habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was sehen? Ich habe auch leichte Kopfschmerzen, von dem her, ich würde auch jetzt dann so langsam Schluss machen. Mau? Gibt es noch Fragen? Hoffnungen, Träume, Wünsche? Na dann. Danke. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Träumt was Schönes. Wir sehen uns dann morgen zum nächsten Stream. Bye, bye. Gute Nacht, träumt was Schönes. Das war's TikTok beendet. Und danach YouTube und Twitch dann. Gute Nacht zusammen. Bye, bye. Sehr schön, wie der Übersetzer aus Twitch Verstand macht. Mhm. Na dann, bye bye.